Unsere Rundreise durch Japan geht weiter. Wir sind in Kyoto und erkunden in diesem Video zusammen die alte Kaiserstadt. Aber so viel sei schon mal verraten. Mit dabei sind auf jeden Fall wunderschöne Schreine und ganz viele Kirschblüten. Und wir starten das Ganze mit einer Fahrt im schnellsten Zug Japans, dem Shinkansen. Viel Spaß! Unsere Rundreise in Japan geht weiter. Der nächste Stopp ist Kyoto und wir sind jetzt hier gerade am Hauptbahnhof in Tokio und versuchen Karten für den Shinkansen zu kaufen. Das ist der Schnellzug hier, der Bullet Train. Das dauert ungefähr nur 2,5, 3 Stunden statt irgendwie 8, 9 mit dem Bus. Ist nicht ganz günstig, aber ist dafür auch so ein kleiner Kindheitstraum von mir. Und wir haben gehört, man soll Karten auch kurzfristig kaufen können. Deswegen probieren wir jetzt einfach mal unser Glück beim Ticket-Counter. Für manch einen ist es nur eine Zugfahrt, für mich ist es ein richtiges Highlight, hier mit 280 km/h durch die Landschaften von Japan zu düsen. Und für die Strecke bietet es sich wirklich an, also nach Osaka oder nach Kyoto mit dem Shinkansen. Ist einfach super schnell und es kostet gar nicht viel mehr als ein Bus, so vergleichsweise. Und dafür ist die Zeitersparnis echt gut. Good evening, konbanwa. Good evening, konbanwa. Everything okay? Yes, everything all right. Have you eaten already? We bought some snacks. Yeah. Hello? Okay. Otherwise, there's a shower here. Unsere Unterkunft für die nächsten 4 Nächte. Oh mein Gott, ich bin so happy damit. Es ist so cool, in so einem traditionellen japanischen Haus zu sein. Und ich glaube, der Besitzer ist der freundlichste Mensch, der mir jemals begegnet ist. Das ist krass, gell? Der ist so lieb. Hammer. Er hat uns alles gezeigt, es ist so cool. Also wirklich mega schön hier. Und morgen ist es Zeit, Kyoto zu erkunden. Also another shrine here is very famous for the sakura cherry blossom. Oh, So nice. you can walk for 10 minutes and you can through this temple. Also das hier war nicht unser Ziel, wir sind hier gerade einfach dran vorbeigelaufen. Und Kyoto ist ja auch dafür bekannt, die Stadt der Tempel zu sein. Das ist einer davon und der sieht schon richtig schön aus. Das hier ist auf jeden Fall schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf alles, was uns hier in Kyoto erwartet. Aber woran wir uns nicht gewöhnen sollten, ist, dass es hier so leer ist. Das scheint noch ein rechter Geheimtipp zu sein hier. Zwar ist das hier der Imamiya-Schrein, den könnt ihr euch schon mal merken, der ist echt richtig schön. Wir sind jetzt am Kinkaku Jeep und Helena hat das ja vorher schon angedeutet. Die ganz ruhige Idylle ist hier auf jeden Fall vorbei. Wir haben Samstag, das ist einer der bekanntesten Tempel hier in Kyoto, aber auch einer der schönsten. Also ihr merkt es, hier herrscht schon eine ganz andere Stimmung. Es ist jetzt keine dieser typischen Tempelanlagen, wo hauptsächlich Japaner zum Beten hingehen und so eine andächtige Stimmung herrscht. Das hier ist tatsächlich in erster Linie eine Touristenattraktion, aber auch zu Recht. Ich finde, das Gebäude sieht schon ziemlich cool aus. Also es geht hier um diesen goldenen Tempel und diesen Teich drumherum und ist auf jeden Fall schon sehr sehenswert. Also der Besuch vom Goldenen Tempel hier in Kyoto gehört auf jeden Fall zum Pflichtprogramm. Jetzt gehen wir noch mal eine Ecke weiter hier, was uns unser Gastgeber empfohlen hat, wo auch ein Tempel sein soll und da ist auch ein Markt heute. Vielleicht gibt es auch was zu essen.
Das hier ist der Kitano-Tempel. Das hat unser Gastgeber empfohlen, weil hier heute ein großer Flohmarkt ist mit ganz vielen Verkaufsständen, Souvenirläden, Klamottenläden, auch ein paar Essensstände. Aber der ist unregelmäßig, da müsst ihr euch nochmal erkundigen, wann genau in welchen Tagen der stattfindet. Die Tempelanlage ist auch wirklich beeindruckend, aber jetzt erstmal genug von Tempeln. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Bamboo Forest. Falls euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da. Das hilft unserem Kanal immer weiter. Und falls ihr mehr Videos sehen wollt hier zu Japan, rund ums Thema Weltreise, Vlogs, Kostenaufstellung, was auch immer, dann freuen wir uns über ein Abo. Und jetzt geht's weiter im Video. Wir sind jetzt mit dieser kleinen Straßenbahn bis zur Arashima-Station gefahren und ihr seht es hier oben drüber. Überall blühen die Kirschblüten, jetzt gerade in Kyoto. Das ist traumhaft schön. Und jetzt müssen wir noch so 10 Minuten laufen und dann sind wir in diesem Bamboo Forest drin. Also der Bamboo Forest ist auch richtig cool und die Bambusstangen hier sind wirklich hoch. Und selbst an so einem Tag wie heute, mittags, am Samstag, zur Kirschblüte, wenn man ein bisschen weiter reingeht, findet man ein paar Spots, wo nicht ganz so viel los ist, wo man mal ein schönes Bild machen kann, ohne andere Leute drauf. Also sollte man auf jeden Fall mitnehmen hier in Kyoto. Jetzt müssen wir einmal quer durch die Stadt, vom ganz Westen nach ganz in den Osten. Wir haben jetzt gerade mal auf die Uhr geschaut und festgestellt, dass es schon 17 Uhr ist. Das heißt, dass mit einmal quer durch die Stadt fahren wird jetzt nichts mehr. Um 18 Uhr wird es nämlich schon dunkel. Das heißt, das schieben wir auf morgen und es ist auch schon unser erstes Learning hier aus Kyoto. Nehmt euch nicht zu viel vor, denn man braucht länger, als man denkt, weil man einfach überall langläuft und alles hier schön aussieht. Ja, auch hier in Arashiyama. Wir waren jetzt ja nur im Bamboo Forest, aber es gibt ja noch ganz viele andere Sachen. Also einmal seht ihr hier diese große Einkaufsstraße mit ganz vielen Läden für Souvenirs, Klamotten, Essen und so weiter. Auf der anderen Seite ist auch noch ein Fluss, da sind ganz viele Kirschblüten, da gibt es auch noch so einen Affenpark. Also hier gibt es wirklich reichlich zu tun, plant genug Zeit ein. Aber gut, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, deswegen sehen wir uns morgen wieder. Willkommen zu Tag 3 aus Kyoto. Gestern hatten wir leider nicht so gutes Wetter, da war es ziemlich verregnet. Wir haben aber trotzdem einen kleinen Ausflug gemacht. Und zwar sind wir mit der Bahn nach Nara gefahren. Da gibt es den Nara-Park, da gibt es schöne Tempel, einen See, ganz viele Kirschblüten. Vor allem ist es aber bekannt für freilebende Rehe. Da leben Hunderte von, man kann die füttern und die sind zum Teil ein bisschen frech, vor allem aber auch ziemlich süß. Also das lohnt sich auf jeden Fall, da mal einen Tagesausflug hinzumachen. Und heute ist das Wetter wieder besser und wir sind wieder in Kyoto unterwegs. Genau, wir haben jetzt das nachgeholt, was wir vorgestern noch machen wollten. Wir sind beim Philosopher's Path. Das ist so eine kleine Allee mit ganz vielen Kirschblüten, die jetzt wirklich so in der vollen Pracht sind, also Full Bloom Cherry Blossoms. Das ist wirklich traumhaft schön, alles in weiß getaucht und das ist definitiv einen kleinen Abstecher wert. Und jetzt machen wir uns gleich weiter zu einem der bekanntesten Motive hier in ganz Kyoto. Zu unserem nächsten Stopp fahren wir mit der Subway und dafür haben wir hier diese Suica Card. Die haben wir schon in Tokio gekauft, die kann man in verschiedenen Städten in Japan benutzen und ist ganz praktisch. Da muss man keine einzelnen Tickets kaufen, sondern lädt einmal am Anfang Geld drauf und kann die dann immer auflegen, wenn man reingeht und wieder rausgeht. Das Geld wird automatisch abgebucht. Und zur Orientierung hilft immer Google Maps. Da sieht man immer relativ übersichtlich, wo man hingehen muss, welche Station und wo die Bahn fährt und auch die Auslassung innerhalb der Waggons. Das ist immer sehr hilfreich. Wir sind jetzt am Inari-Schrein angekommen. Das ist vielleicht der bekannteste Schrein in ganz Japan und heute scheint die Sonne, es ist Cherry Blossom. Natürlich ist einiges los und der Schrein ist vor allem bekannt für die, ich glaube, 800 roten Tori-Bögen hier. Da gehen wir jetzt auf jeden Fall mal durch. Selbst an so einem Tag wie heute, wo es wahrscheinlich überdurchschnittlich voll hier ist, kriegt man mit ein bisschen Geduld auf jeden Fall ein schönes Foto hin. Also es entzerrt sich dann doch und lohnt sich auf jeden Fall hierher zu kommen. Wir haben das so oft auf Fotos gesehen, aber nochmal hier selber zu sein, ist auf jeden Fall was ganz Besonderes. Ein Besuch des Inari-Schreins gehört auf jeden Fall zum Pflichtprogramm, wenn man hier in Kyoto ist. Das Ganze ist auch kostenlos und falls ihr es noch ein bisschen leerer und ruhiger haben wollt, dann lohnt es sich auch früh aufzustehen und schon früh morgens hierher zu kommen. Aber ein großes Highlight haben wir noch vor uns. Jetzt geht es für uns in die historische Altstadt Gion.
sind jetzt in Gion, hier bei der Yasaka-Pagode, einem der bekanntesten Wahrzeichen. Und hier die Area ist dafür bekannt, dass es halt viele alte, schöne, traditionelle Holzhäuser gibt. Aber im Gegensatz zu dem Schrein vorher, wo sich alles ein bisschen verteilt hat, bündelt es sich hier alles. Also wenn man hier wirklich eine schöne Sicht haben will mit dieser Straße auf den Tempel, muss man wirklich morgens kommen. Aber nichtsdestotrotz hat das Ganze einen angenehmen, schönen Charakter. Und wir schauen uns jetzt mal hier in der Area ein bisschen um. Und mit viel Glück sehen wir vielleicht sogar eine Geisha. Hier in Gion würde sich das frühe Aufstehen wahrscheinlich schon lohnen, denn gerade so um die bekannten Spots wird es ziemlich voll, wie zum Beispiel rund um diesen Tempel und auf den beiden Straßen Ninensaka und Sannensaka heißen die, glaube ich. Aber hier ist es auch so, wenn man einfach mal ein Stück weiterläuft in so schöne Nebengassen wie hier, dann findet man auf jeden Fall auch leerere Spots. Und grundsätzlich ist dieses traditionelle Viertel halt für diese Holzhäuser bekannt, für Teezeremonien, denen kann man auch beiwohnen, das ist auch sehr interessant, und halt auch für Geishas. Und Geishas sind, um es mal leicht runterzubrechen, japanische traditionelle Unterhaltungskünstlerinnen. Und wer da mal so einen kleinen Einblick bekommen will, der kann den Film Die Geisha schauen. Das haben wir gestern auch gemacht. Ich meine, das ist natürlich nur ein Film und spiegelt wahrscheinlich nicht 100% die Realität wider, aber gibt einmal so einen kleinen Eindruck, wie das damals hier vor ein paar Jahrzehnten in Kyoto auch ausgesehen hat. Und jetzt einfach hier selber zu stehen, ist eigentlich auch ganz gut. Wir sind jetzt auf der Suche nach was zu essen und sind jetzt hier so ein bisschen in Downtown angekommen. Und hier erinnert es einen fast schon eher an Tokio. Man sollte nicht vergessen, Kyoto hat 1,5 Millionen Einwohner, also es ist wirklich auch eine große Stadt. Und ihr seht es, glaube ich, hinter mir, wie viele Menschen hier unterwegs sind. Aber ja, wir brauchen jetzt mal was drinnen zum Essen, weil uns echt kalt geworden mittlerweile. Ihr müsst wissen, wir sind seit 10 Tagen in Japan. Wir waren kein einziges Mal im Restaurant. Ich hatte jetzt hier was rausgesucht, wo man Ramen essen kann, was perfekt gewesen wäre, weil wir wirklich was Warmes brauchen. Aber ihr seht die Schlange, ich habe gerade reingeschaut. Drinnen geht die Schlange weiter. Also ich glaube, wir brauchen einen Plan B. Reserved. Okay, sorry. Do you have reservations? No. Sorry, we proceed now. Oh, okay. Wer hier abends essen gehen möchte, der braucht scheinbar eine Reservierung oder auf jeden Fall mehr Geduld, als wir sie jetzt haben. Deswegen beenden wir das Video einfach an dieser Stelle, bevor wir wieder nur zeigen, wie wir bei 7-Eleven landen, unser Spartipp Nummer 1 hier aus Japan. Aber falls ihr noch mehr zu Kyoto wissen wollt, wir schreiben auch wieder einen recht ausführlichen Blogbeitrag darüber, den findet ihr unter www.betterbeyond.de. Und dann gibt es das nächste Video, das ist dann ein kompletter Länderguide zu Japan. Schaut da vorbei und wir sehen uns dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Das verstehe ich halt jetzt nicht. Ich mach's jetzt nicht und dann sagst du, es war meine Schuld. Ist es wirklich besser? Ich hoch die Stängel hier und selbst an so einem... Also, was soll ich denn sagen? Ich dachte, du... Was soll ich jetzt genau machen? Nämlich einen laufenden Gimbal. Hey. Weiter laufen. Aber Fotos bitte!